A wie Adenauer. Alaf. B wie Brahms. Brauhaus. C wie Konzertgesellschaft. Köln-Kolonia. D-E-F-G. J Young. Jötzenisch. Jetzt mal nur für euch. Es gibt Wörter, die werden mit G geschrieben, aber ob Kölsch mit J gesprochen. Aber. Wer wie was ist Gürzenich? Und warum heißt das Gürzenich-Orchester so, wie es heißt? Das ist also der Gürzenich. Ich darf Ihnen meinen Kollegen Georg Heimbach vorstellen. Er ist Cellist bei uns im Gürzenich-Orchester und begeisterter Kammermusiker. Und neben mir steht meine Kollegin Diana Rohnfelder, eine Frau, die die ganz tiefen Töne im Orchester besonders liebt. Sie spielt bei uns im Orchester das Kontrafagott. Wir stehen hier vor dem Kölner Gürzenich und der Gürzenich wird in Köln normalerweise als die gute Stube der Stadt bezeichnet. Ja, aber was heißt gute Stube? Denn der Gürzenich war viel mehr. Hier unten muss man sich vorstellen, dass ein Kaufhaus und Lagerhaus war. Und oben haben die Kölner hier gemeinsam ihre Feste gefeiert. Vorerst wurden Kaiser und Könige hier eingeladen. Später öffnete man den Saal für Bälle für alle Bürger. Für alle Bürger und alle Bürger in Köln wussten und wissen auch, was der Gürzenich ist. Was nicht jeder erklären kann, ist dieser Name Gürzenich. Wo kommt der her? Und das ist eigentlich tatsächlich ganz einfach. Gürzenich ist ein Dorf in der Eifel und in diesem Dorf gab es im 15. Jahrhundert eine Familie von Gürzenich. Die hatten genau hier an dieser Stelle ihr Stadthaus. Und als die Stadt Köln im 15. Jahrhundert hier das Grundstück kaufte, um ihren Festsaal darauf zu erbauen, da ging der Name Gürzenich vom Grundstück auf den neuen Festsaal über. Gehen wir rein? Unbedingt. Wow, was für ein kraftvoller Anfang. Wie mitreißend das gewesen sein muss, als Gustav Mahler hier mit uns diese 5. Sinfonie uraufgeführt hat. Gerade eben haben Sie unseren Solotrompeter Simon die Klein gehört, der den Anfang dieser 5. Sinfonie gespielt hat. Wir stehen hier im Foyer des heutigen Gürzenich. Und wenn man diesen Raum betritt, dann fällt der Blick unausweichlich erstmal auf diese große Kirchenmauer. Das ist die Mauer der Pfarrkirche St. Alban. St. Alban war eigentlich die älteste Pfarrkirche der Stadt und wurde im Zweiten Weltkrieg 1943 massiv zerstört. Dasselbe widerfuhr hier auf der anderen Seite, dem alten Gürzenich-Saal. Am Ende des Krieges standen mal gerade noch die 4 Außenmauer dieses Saals und ansonsten lag hier und ringsum alles in Schutt und Asche. Die Kölner jedoch wären ja nicht die Kölner, wenn sie nicht zusammenhalten würden und die Gemeinschaft ganz oben steht. Denn direkt nach Kriegsende taten sich einige Bürger zusammen und wollten den Gürzenich wieder aufbauen. Sie setzten sich dafür ein. Das heißt, sie haben in einer Eigeninitiative den Gürzenich von seinen eigenen Trümmern befreit. Der Wiederaufbau des Gürzenich wurde dann konkret geplant, Anfang der 1950er Jahre. Und die beauftragten Architekten suchten eine Lösung, die Kirchenruine auf der einen Seite und das Gürzenich-Gebäude auf der anderen Seite
zu einem gemeinsamen Bauensemble zu verbinden. Und so entstand aus den Außenmauern der Ruine und den Außenmauern des Gürzenich-Saals dieser prachtvolle neue Raum. Wenn man jetzt hier in diesem Foyer steht und das auf sich wirken lässt, dann erlebt man alles zur gleichen Zeit. Dinge, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen wollen. Die Erinnerung an Leid, an Tod, an Zerstörung mit dem Blick auf die Ruine von St. Alban, die heute das Mahnmal und der Erinnerungsort ist. Und wenn man sich nur leicht wendet zur anderen Seite, blickt man auf den Gürzenich-Saal, den Ort der Feste, der Freude, des Karnevals und natürlich der Musik. Wir freuen uns, dass wir Ihnen jetzt zwei Kollegen von uns vorstellen dürfen. Klaus Kercher, er war lange Jahre Solo-Oboist bei uns. Und Hans-Günther Tschäbitz, 44 Jahre lang war er Hornist in unserem Orchester und hat 1955 die Wiedereröffnung des Gürzenichs miterlebt. Hans-Günther, wie erinnerst du dich an diese Zeit damals, 1955? Also 1954 bin ich als 20-jähriger Hornist ins Gürzenich-Orchester eingetreten. Das war eine große Zeit des Aufbruchs und vom Gürzenich standen gerade die Außenwände und es wurde innen alles wieder erneuert, sodass wir 1955 wunderbar in dieses Haus einziehen konnten. Das war für uns Musiker eine große Erleichterung, denn wir hatten ja vorher die Konzerte im Audimax der Universität erlebt und das mit Einschränkungen, klanglich. Und deswegen waren wir froh, in dieses Haus einziehen zu dürfen. Was war das Besondere hier auch in der Stadt? Wie war die Atmosphäre drumherum? Also drumherum waren noch viele, viele Trümmer und es musste geräumt werden. Aber die Menschen waren damals sehr fleißig und gingen auch wieder in Konzerte. Der Bedarf war da, die Lust war da und deswegen haben wir uns auch wieder gefreut auf reichliches Publikum. Ja, und Klaus, du hast ja auch noch eine Zeit lang hier im Gürzenich-Saal gespielt. Du warst vorher aber auch in anderen Orchestern. Ich habe mich langsam an Köln angeschlichen sozusagen, denn das Orchester war in Deutschland bekannt für sein gutes Klima, was ja nun gerade für sensible Musiker auch sehr wichtig ist. Das stimmt, nach wie vor. Das denke ich auch. Und das ist auch heute noch, hat das Orchester immer einen guten Namen, nicht nur künstlerisch, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Das ist super schön zu hören. Was ich auch spannend finde, du kannst ja andere Orchester, du kannst auch andere Säle. Und dann kamst du 1972 nach Köln, hier in den Kölner Gürzenich. Wie hat er auf dich gewirkt? Ja, ich war etwas vorbereitet. Günter Wandt hat mir immer erzählt, wir kriegen einen ganz tollen Saal in Köln, was natürlich mit anderen Worten hieß, der jetzige entspricht nicht ganz unseren Vorstellungen. Und so war es an für sich auch. Es war mehr ein Festsaal, ein Ballsaal, aber kein Konzertsaal. Gemerkt hat man es daran, dass die großen Orchester sich nicht gerissen haben darum, in Köln zu spielen. Und das hat dann Günter Wandt und dann auch der Hackenberg, der Kulturdezernent, die haben das möglich gemacht. Und dann mit der Eröffnung der Kölner Philharmonie ist das praktisch dann wie weggeblasen gewesen. Und der gute Name des Orchesters hat sich noch mehr verfestigt. Wir bleiben vielleicht noch mal hier im Gürzenich in der Günter-Wandt-Zeit. Woran könnt ihr beide euch erinnern, Günter Wandt? Da gibt es doch die Episode, wo der Herr Professor etwas wiederholte? Ja, er wollte das Publikum auch ein bisschen erziehen, indem er sagte, meine Damen und Herren, ich glaube, nach dem ersten Mal, Sie haben es noch nicht richtig verstanden, wir spielen das Stück noch einmal. Die Reaktion war etwas gebremst aus dem Publikum. Und er bat das Orchester nicht, aber das Publikum bat er um Verständnis. Und wir mussten natürlich auch Verständnis haben. Na klar. Du hast eben gesagt, der Herr Professor. Ja, was heißt der Herr Professor? Habt ihr den so angeredet? Ja, immer. Da hat er größten Wert drauf gelegt. Ja. Aber Klaus, ist denn das Gürzenich-Orchester in den 70ern so schon viel auf Tournee gegangen? Oder wie stand Günter Wandt dazu? Also Günter Wandt ist nicht gerne gereist. Und er hat gesagt, meine Herren, merken Sie sich eines. Da, wo wir sind, ist ganz oben. Und wer uns hören will, der soll gefälligst in die Gürzenich-Konzerte kommen. Wir fahren nicht zu denen. Das machen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Ein selbstbewusstes Statement. Wir sind richtig gut. Die Leute Jawohl, sollen ganz genau. zu uns kommen.
wir danken euch beiden ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben viel gehört über den Gürzenich, über den Umzug in die Philharmonie, über die Atmosphäre und was hier alles passiert ist. Ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Haben wir gerne gemacht. Freude. Für Gerne. unser Orchester. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Dankeschön. Dem Orchester weiterhin allen Erfolg. Unsere Kollegen haben eben diese wunderbare Geschichte erzählt. Günter Wandt mit dem Gürzenich-Orchester hier im Haus spielt ein modernes Stück im Konzertprogramm, hat das Gefühl, das ist vielleicht nicht so gut angekommen und spielt dasselbe Werk im selben Konzert. Einfach direkt nochmal. Spannend, ungewöhnlich. Bei Uraufführungen ist das Ganze so ähnlich. Man hat ein neues Werk, man hat es bestellt, man weiß auch nicht ganz genau, was man überhaupt bekommt. Und dann spielt man dieses Werk und weiß nicht, was das Publikum davon hält. Was man schon gar nicht weiß, wie es 50 Jahre später bewertet werden würde. Ist das Werk noch im Kanon? Wird es noch gespielt? Ist es längst vergessen? Man weiß es nicht. 1897 hat hier im Gürzenich eine grandiose Uraufführung stattgefunden. Und das Werk, was damals gespielt wurde, hat eine steile Karriere gemacht. Noch heute wird es überall gespielt und immer geliebt. Ich rede vom Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester von Johannes Brahms, das unter dessen eigener Leitung 1897 hier im Hause uraufgeführt wurde. Der Geiger war Josef Joachim, der Cellist war Robert Hausmann, das Gürzenich-Orchester spielte und, wie gesagt, Johannes Brahms selber hat dirigiert. Hören Sie jetzt den Anfang dieses Werkes mit unserem Konzertmeister Thorsten Jannecke und unserem Solocellisten Bonjan Tian. Oh, ich könnte den beiden stundenlang zuhören mit diesem Werk. Ein Jahr nachdem wir hier in diesem Saal das Werk von Johannes Brahms uraufgeführt haben, ging das Orchester in städtische Hand über. Wir bekamen unseren ersten offiziellen Namen: Kölner Städtisches Orchester. Ausgerechnet 1945 wieder, kurz nach Kriegsende, als hier alles ruiniert war. Georg hat es vorher erwähnt, nur noch die Außenmauern des Gürzenichs standen. Das heißt, der Saal war unbespielbar, er war nicht vorhanden. In diesem Moment hat sich die Stadt dazu entschieden, dem Orchester einen neuen Namen zu geben. Daher, so wie wir heute heißen, fanden wir zu dem Namen Gürzenich Orchester der Stadt Köln.
Und mit diesem neuen Namen, Gürzenich-Orchester der Stadt Köln, haben wir dann 1955 diesen Saal hier, in dem wir gerade stehen, eröffnet. Was spielt man zu einem solchen Anlass? Eines der ganz großen Werke. Das Gürzenich-Orchester entschied sich damals unter der Leitung von Günter Wandt für die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Wenn man diesen Raum hier heute so sieht, wie er sich jetzt darstellt, dann kann man sich gut vorstellen, dass es nicht mehr in erster Linie ein Konzertsaal ist, sondern ein Raum, der für vieles genutzt werden kann. Der Kölner Karneval ist hier natürlich sehr zu Hause. In der Karnevalszeit sind hier jeden Abend Karnevalssitzungen und der Saal ist ganz eng mit Stühlen und Tischen bestückt und grundsätzlich immer ausverkauft. Große Werke wurden in diesem Saal hier uraufgeführt und die auch mit einer riesigen Besetzung gespielt. Kaum zu glauben auf so einer Bühne. Richard Strauss war einer dieser Komponisten, die hier oft Gehör fanden. Ein Werk von ihm werden wir auch heute hören. Till Eulenspiegels Lustige Streiche. Allerdings nicht in einer riesigen Orchesterbesetzung, sondern in einer besonderen Quintettfassung, bearbeitet von Franz Hasenöhrl.
Zu welcher Stadt würden Till Eulenspiegels lustige Streiche wohl besser passen als zu Köln? Dieses Werk haben wir hier uraufgeführt und unzählige Male interpretiert. Nicht nur im Gürzenich, sondern auch in der Philharmonie, in der wir heute zu Hause sind. 1986 sind wir dorthin gezogen. Der Name Gürzenich-Orchester der Stadt Köln, mit dem so viel Geschichte mitschwingt, der ist uns aber geblieben. Es ist klar, das Gürzenich-Orchester hat eine große Geschichte hier mit dem Kölner Gürzenich. Geschichte und Geschichten, das gehört oft zusammen. Wir haben dann in der Kölner Philharmonie eine ganz wunderbare Geschichte erlebt, als wir einen Preis verliehen bekamen für unsere Aufnahme der 5. Sinfonie von Gustav Mahler, von der wir heute schon sehr viel gehört haben. Der Laudator endete seine Ansprache mit einem ganz wundervollen Satz und der hieß:
Das Jürzenich-Orchester spielt jetzt Musik von Gustav Mahler. Freuen Sie sich auf weitere Videos unserer neuen Reihe Go Tribute mit Musikerinnen und Musikern des Gürzenich-Orchesters. Und wenn Sie kein Video mehr von uns verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal.